Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing. An diesem Wochenende steht der nächste Lauf der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft auf dem Plan, und zwar der 33. Kölner Kurs am Nürburgring. Also bleibt dran! Ja, ich bin an diesem Wochenende mal als Einzelkämpfer unterwegs, weil Michael an dem Wochenende noch familiären Verpflichtungen nachgeht. Obwohl ganz alleine bin ich nicht. Der Gunnar ist dabei, um mich an dem Wochenende zu unterstützen, und der freut sich auch schon auf ein cooles Wochenende im Fahrerlager am Nürburgring. Das Auto ist beladen, der Wohnwagen ist gepackt und angehängt, also starten wir durch. So, wir sind jetzt am Nürburgring angekommen. Wie man hier sieht, unser Fahrerlager steht schon. Die Papierabnahme haben wir erledigt, die technische Abnahme haben wir erledigt. Der Abnahmeaufkleber ist drauf. Und jetzt machen wir uns hier noch einen schönen Abend, und morgen um 8:50 Uhr starten wir dann ins erste Zeittraining. Ja, guten Morgen und willkommen zurück hier am Nürburgring. Heute ist Samstag. Heute stehen die 2 Trainingsläufe auf dem Programm. Der Kölner Kurs dieses Jahr erstmals als Zweitagesveranstaltung. Daher haben wir heute 2 Trainingsläufe, und der Zeitplan über den Tag ist etwas entspannter als die letzten Jahre. Das Wetter ist relativ mild, ist noch leicht neblig. Ich denke mal, dass das noch ein wenig aufklart. Es soll auf jeden Fall trocken bleiben. Das Motorrad ist vorbereitet, getankt. Und natürlich nehme ich euch in der Onboard-Aufnahme wieder mit auf die Strecke.
Vormittagstraining ist jetzt erfolgreich absolviert. Man sieht, es hat aufgeklärt, die Sonne ist rausgekommen. Wetter hat einwandfrei gepasst, Motorrad lief super. Perfekte Streckenbedingungen, hat auf jeden Fall erstmal richtig Spaß gemacht, das erste Training. Und gefühlt war es schneller als in den letzten Jahren. Ein Blick auf die Zeitentafel muss dann mal Klarheit bringen, was tatsächlich bei rumkam. Und ob da heute Nachmittag im zweiten Training noch was drin ist. Aber fürs Erste kann man zufrieden sein und zuversichtlich auch für morgen. So, jetzt laufen die Vorbereitungen fürs zweite Training. Das Wetter hat sich gemacht. Es scheint durchweg die Sonne. Es sind locker über 20 Grad. Im Training heute Morgen lag ich noch ein bisschen hinter meiner Bestzeit vom Vorjahr zurück. Also ich denke mal, hier an der einen oder anderen Ecke ist noch was drin. Ich nehme euch natürlich jetzt wieder mit auf eine Onboard-Runde auf den Nürburgring. Viel Spaß und bis gleich. Der zweite Trainingslauf ist durch hier an diesem Samstag und damit erstmal Feierabend. Es hat wieder alles gepasst auf der Strecke, hat nochmal richtig Spaß gemacht. Ich konnte an vielen Ecken meine Brems- und Schaltpunkte nochmal ein paar Meter nach hinten verlegen. Jetzt schauen wir nochmal, was die Zeiten sagen. Und für morgen ist dann Regen prognostiziert. Müssen wir mal schauen, da wird dann wahrscheinlich wieder alles durcheinander gewürfelt.
was wir dann noch holen können. Aber jetzt lassen wir uns hier den Rest des Tages erst nochmal ruhig angehen, schauen nochmal an der Nordschleife, was da so rumfährt. Und dann geht's morgen weiter. So, willkommen zurück. Es ist Sonntagmorgen, Tag der beiden Wertungsläufe. Bis jetzt ist es trocken, fängt aber ganz leicht an zu tröpfeln. Es ist auch mäßiger Regen nachher für die Zeit des ersten Wertungslaufs gemeldet. Bleibt zu hoffen, dass es so trocken bleibt, dass man an die Pace von den gestrigen Trainingsläufen anknüpfen kann. Dass da das Feld und die Wertung nicht allzu durcheinander würfelt. Das Motorrad ist schon vorbereitet. Und jetzt heißt es umziehen und dann geht's raus auf die Strecke.
So, die Wettervorhersage hat leider recht behalten. Pünktlich zum Start vom ersten Wertungslauf hat es angefangen zu regnen. Jetzt den Lauf, wie man gesehen hat, komplett im Starkregen gefahren. Sieht auch das Motorrad, alles nass und dreckig. War ziemlich schwierig, es waren Stellen dabei, da war die Ideallinie anscheinend noch halbwegs trocken. Dann waren Stellen dabei, da war es richtig nass, war so gut wie gar kein Grip. Also war eigentlich wie auf rohen Eiern. Gleich mal in die Wertung schauen. Ob wir doch noch ein bisschen was mitgenommen haben. Waren auch einige Stürze. Ich habe es langsam vorsichtig angehen lassen, um es ins Ziel zu bringen. Ist jetzt wieder ein Glücksspiel, die Wertung. Aber vielleicht war es ja gar nicht so schlecht. So, wie man sieht, unser Motorrad schon verladen. Aufgrund des anhaltenden Regens und der schwierigen Streckenbedingungen, was einige Stürze in den anderen Klassen verursacht hat, gab es da jetzt eine Verzögerung im Zeitplan, was jetzt zur Folge hatte, dass der zweite Wertungslauf der Klasse U ausfällt. Damit bleibt der 11. Rang aus dem ersten Wertungslauf, somit auch das Gesamtergebnis für dieses Wochenende. Bisschen schade, gerade gestern hat es richtig Spaß gemacht, aber klar, das Wetter kann man nicht beeinflussen. Kann keiner was dafür, ist nicht zu ändern. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt und mich sozusagen durch das Wochenende begleitet habt. Wir packen jetzt fertig ein, fahren nach Hause. In 3 Wochen steht dann der nächste Lauf am Schottenring auf dem Plan. Da wird es dann natürlich auch wieder ein Video geben. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, um zu sehen, wie es in Schotten läuft. Bis dahin, tschüss!